Was man hier sieht, ist einer der ersten Schritte für molekularbiologische und molekularmedizinische Forschung. Proteine, mit denen man arbeiten möchte, werden von anderen Bestandteilen abgetrennt. Wie das hier geschieht, ist ein Ansatz, den Forschende der TUM jetzt neu entwickelt haben. Ich heiße Arne Skerra und bin Professor an der Technischen Universität München. Seit mehr als 30 Jahren beschäftige ich mich in der Forschung mit Proteinen. Mein Name ist Dr. Peter Meyerhofer. Ich bin Postdoc hier am Lehrstuhl und beschäftige mich mit dem Einbau von nicht-natürlichen Aminosäuren. Mein Name ist Annika Müller. Ich studiere molekulare Biotechnologie und mache hier im Lehrstuhl gerade meine Masterarbeit. Proteine sind die Funktionsträger aller Lebewesen. Um Proteine studieren zu können oder sie für Anwendungen nutzbar zu machen, beispielsweise in der Medizin, müssen wir das Protein von Interesse produzieren. Dazu verwendet man genetisch veränderte Zellen, aus denen das gewünschte Protein anschließend extrahiert werden muss. Dies ist eine Schüttelkultur mit einem Laborbakterium. Aus dieser trüben Brühe wollen wir anschließend das Protein isolieren bzw. reinigen. Bei der Chromatographie werden Zellkulturen und Extrakte in eine Säule gegeben. Das Protein, mit dem man weiterarbeiten möchte, bindet dort an ein Trägermaterial. Um es davon wieder lösen zu können, kommen bisher zum Beispiel Säuren zum Einsatz. Das Problem: diese können das Zielprotein beschädigen. Beim Ansatz der TUM-Forschenden gibt es dieses Problem nicht mehr. Das Besondere an unserem neuen Verfahren ist, dass wir die Chemie durch Physik ersetzen. Das heißt, wir verwenden Licht, um das Protein von der Chromatographiesäule herunterzuwaschen. Auf die Art und Weise erhalten wir das Protein ohne zusätzliche Verunreinigungen und können es direkt für weitere Arbeiten oder Experimente verwenden. Wir benutzen unsere neu konstruierte Säule, um Proteine, die uns interessieren, genau anhand dieser nicht-natürlichen Aminosäure festzuhalten, zu reinigen von allen Zellbestandteilen beispielsweise, und benötigen dann nur eine Bestrahlung mit UV-Licht, um unser Protein von dieser Säule wieder zu lösen und das reine Protein zu erhalten. Dafür haben die Forschenden eine nicht-natürliche Aminosäure entwickelt, die für das Zielprotein wie ein kleiner Anker funktioniert. In meinem Teilprojekt ging es darum, ein fluoreszierendes Protein zu finden, das für die Demonstration der Säule geeignet ist. Und ich habe die Säule verwendet, um meine Proteine zu reinigen, was wirklich super funktioniert hat. Die Aminosäure, die das Team entwickelt hat, befindet sich an dem Zielprotein und bindet mit ihm gemeinsam an das Trägermaterial in der Säule an. Das Besondere an der Aminosäure: wenn sie mit Licht einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt wird, lässt sie das Trägermaterial los und kann mit dem Zielprotein ausgewaschen werden. Im Moment funktioniert das Verfahren im Labormaßstab mit kleinen Chromatographiesäulen, aber wir arbeiten schon an Lösungen, wie wir das auch in den größeren technischen Maßstab umsetzen können.